Erst vor wenigen Tagen hat Motorola das Moto G6 vorgestellt und in diesem Video schauen wir uns das Mittelklasse-Smartphone im ersten Eindruck an. Das ist also das brandneue Motorola Moto G6, das in wenigen Tagen für 249 € in Deutschland zu kaufen sein wird, in der Farbe Indigo Blau, ein wirklich sehr schönes, tiefes Blau, das ich euch gleich auch nochmal näher zeigen werde. Es gibt übrigens noch eine exklusive Version bei Amazon mit 4 plus 64 GB Speicher. Diese kostet 269 €. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr euch anschauen, falls ihr euch für das Telefon interessiert. 30 € für eine Speicherverdopplung ist meiner Meinung nach ein guter Deal. Ansonsten schauen wir uns das Smartphone mal etwas genauer an. Auf der Front haben wir hier ein 5,7 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2160 x 1080 Pixeln. Das bedeutet, wir haben hier ein Seitenverhältnis von 2:1 oder 18:9. Das Display ist also etwas in die Länge gezogen. Das ist auch generell der Trend dieses und auch schon letztes Jahr, und dieser kommt eben auch in die günstigeren Preisklassen, was mir soweit auch ganz gut gefällt, weil die Rahmen einfach etwas kleiner ausfallen und man ein großes Display in ein immer noch recht kompaktes und handliches Gerät verbauen kann. Und ich finde schon, dass das Moto G6 ganz gut auch mit einer Hand zu bedienen ist. Ich komme hier meistens auch ganz gut zurecht und wir können hier auf dem Homescreen auch direkt runterwischen, um die Benachrichtigungen uns anzeigen zu lassen, müssen also nicht mit dem Daumen bis ganz nach oben gehen. Ansonsten, Helligkeit des Displays gefällt mir gut, könnte etwas besser sein. Die Blickwinkel sind ebenfalls meiner Meinung nach ganz gut. Das Display ist laminiert, wir haben hier also nicht so viele Reflexionen und auch die Farben sind schön natürlich gesättigt, nicht übersättigt, so wie man das auch von einem guten IPS-Display erwartet. Auf der Front haben wir hier oben außerdem noch ein paar Sachen, und zwar einmal eine 8 Megapixel Frontkamera mit einem LED-Blitz hier auf der rechten Seite. Das sieht man relativ selten, hat vor allem Motorola bei den eigenen Geräten verbaut. Bei der Konkurrenz findet man das wirklich sehr selten. Außerdem hier einen großen Lautsprecher. Das ist wirklich auch der einzige Lautsprecher. Hier kommt also auch die Musik raus und nicht nur die Telefonie, also das Gespräch. Das ist wirklich der einzige Lautsprecher. Der Vorteil ist, wenn man mit dem Gerät spielt beispielsweise oder es so in der Hand hält, man hält es in der Regel hier nicht zu. Das ist also sehr schön. Der Sound ist soweit auch ganz klar und auch ziemlich laut. Auf der Unterseite, was mir persönlich immer nicht so gut gefällt, ist, dass das Mikrofon direkt auf der Front eingebaut ist und nicht beispielsweise hier im Aluminiumrahmen. Das ist wie so ein Pickel im Gesicht, meiner Meinung nach, aber das ist wirklich sehr persönliche Präferenz. Daneben findet sich der Fingerabdrucksensor. Dieser reagiert auch relativ schnell, wenn das Display bereits an ist. Also ihr seht, das entsperrt relativ schnell und erkennt den Finger auch schnell. Aber wenn das Display aus ist, dann dauert das so etwa eine gute Sekunde, würde ich sagen, bis die Animation des Display-Anschaltens wirklich vorbei ist. Könnte man etwas schneller lösen. Auf der Unterseite haben wir einen 3,5 mm Kopfhörerausgang. Ein Kopfhörer ist übrigens nicht mitgeliefert im Lieferumfang. Wir haben hier einen USB-Typ-C-Anschluss und auch die Möglichkeit, das Gerät mit Turbo Power aufzuladen. Das bedeutet, dass wir hier ein 15 Watt Netzteil mitgeliefert haben und dieses über Quick Charge 3.0 das Gerät relativ schnell auflädt. Der Rahmen hier aus Aluminium, der hat keine sichtbaren Unterteilungen. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Normalerweise hat man ja diese typischen Streifen irgendwo, aber dieser ist komplett durchgängig und dadurch sieht das Gerät deutlich solider aus als beispielsweise so ein Huawei P20 Lite, das hier und da diese typischen Striche hat. Hier sieht man das, glaube ich, mal ganz gut. Die Knöpfe auf der rechten Seite haben einen angenehmen Druckpunkt. Ich hatte aber auch schon ein Gerät, wo der Powerbutton so ein bisschen schwammiger war. Der hier bei meinem Gerät gefällt mir aber ganz gut und zudem, er ist so ein bisschen geriffelt. Das heißt, man kann ihn mit dem Finger ganz schön erspüren, selbst wenn man das Gerät in der Hosentasche trägt. Und wie ihr seht, wir haben dieses Moto Active Display, das heißt, wenn wir einmal hier rüber wischen, dann wird die aktuelle Uhrzeit sowie Benachrichtigungen hier auf der Unterseite angezeigt und wir sehen dann auch sowas wie den Akkustand innerhalb hier dieses Rings sowie auch als Prozentangabe. Finde ich immer ganz praktisch. Auf der Oberseite finden wir übrigens das dritte Mikrofon dieses Geräts sowie auch den Schacht für die MicroSD-Speicherkarte sowie auch bis zu 2 SIM-Karten. Die Rückseite gefällt mir persönlich sehr gut, vor allem diese Farbe Indigo Blau, das ist so ein tief dunkles Mitternachtsblau, so würde ich das bezeichnen, hat auch noch so eine leichte S-Kurve, die hier sich so ein bisschen in der Sonne spiegelt und auch hier rund um die Kamera haben wir einen schönen Ring,
der auch so ein bisschen in der Sonne glänzt. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut erkennen. Mir gefällt es persönlich sehr gut, erinnert mich so ein bisschen an Uhren, die auch so einen ähnlichen Effekt hier haben mit diesen feinen Stiften, die dann letztendlich in der Sonne reflektieren. Für ein 249 € Gerät fühlt sich das Moto G6 wirklich sehr hochwertig und sehr schön in der Hand an. Die Kamera hier, das ist einmal eine 12 Megapixel Kamera, das ist die Hauptkamera mit einer f1.8 Blende, und wir haben eine zweite Kamera für die Tiefeninformation, also für die Porträtaufnahme mit 5 Megapixeln. Sieht aus wie so eine kleine Stecknadel hier. Davon ja, kann man halt auch wirklich nur die Tiefeninformationen aufnehmen. Es ist kein Monochromsensor, es ist kein Zoom-Sensor, ja, ist aber auch okay soweit. Wir haben hier außerdem noch einen einfachen LED-Blitz, ein schickes Motorola-Logo, und wir haben übrigens auch eine Hülle mitgeliefert. Ist nur so eine einfache Silikonhülle, aber ist besser als nichts, und zudem haben wir wenig Verpackungsmüll, was ich ebenfalls sehr positiv hervorheben möchte. Unter der Haube werkelt hier der Qualcomm Snapdragon 450 Prozessor, ist ein Octa-Core-Prozessor mit 1,8 GHz maximaler Taktfrequenz, ist insgesamt relativ flott, soweit mir das aufgefallen ist, mit Android 8.0, das hier vorinstalliert ist. Ich hoffe, dass wir allerdings noch ein etwas aktuelleres Update bekommen werden. Wir haben hier nämlich nur ein Sicherheitspatch-Level vom 1. März, aber es sind ja noch ein paar Tage bis zum Marktstart, und da bin ich wirklich guter Dinge. Motorola war da ja relativ flott, und außerdem könnt ihr hier auch ein großes Major Android Update erwarten, also wahrscheinlich Android 9 wird auf dieses Gerät ebenfalls kommen. Finde ich ebenfalls ein gutes Versprechen. Ja, mit 3 GB Arbeitsspeicher hat man hier auch im Multitasking-Bereich überhaupt keine Probleme, Apps auch schnell wieder zu öffnen. Also beispielsweise, wenn wir hier zu Facebook reingehen, sieht man, das wurde hier nochmal aus dem Speicher geladen, oder wenn ich jetzt beispielsweise die Galerie hier öffne, sieht man, das hat relativ schnell geöffnet, und wenn ich jetzt wieder zurückgehe, beispielsweise in Gmail, dann sieht man, das brauchte jetzt ein bisschen, war auch schon länger nicht mehr offen, aber wenn ich wieder zu Facebook gehe, dann sieht man, das bleibt auch soweit auch im Speicher enthalten. Ist also insgesamt für dieses Geld ja, angenehm schnelles Telefon. Große Wunder dürft ihr aber natürlich nicht erwarten. Ebenfalls gut gefällt mir ist, dass wir hier 2,4 und 5 GHz WLAN haben. Das ist vor allem in Städten durchaus wichtig, weil dort 2,4 GHz Netze sehr ausgelastet sind oder überlastet sind. Was noch erwähnenswert ist, ist natürlich auch der Akku. Wir haben hier einen 3000 mAh großen Akku eingebaut. Dieser wird auch relativ schnell mit dem mitgelieferten 15 Watt Turbo-Power-Netzteil aufgeladen. Auch das ist also enthalten. Qi oder drahtloses Laden gibt es hier nicht, trotz einer Glasrückseite. Ich denke, das ist auch bei dieser Preisklasse zu verschmerzen. Übrigens, was wir hier auch natürlich haben, sind die typischen Motorola-Gesten und Softwareerweiterungen. Das sind Sachen wie beispielsweise das Nachtdisplay, wo die Farben nochmal etwas angepasst werden, sodass sie für die Augen nicht ganz so anstrengend sind bei dunklen Umgebungen. Aber auch so Sachen wie Moto Action und dort beispielsweise die Eintastensteuerung. Wenn ich diese aktiviere, seht ihr, die Tasten auf der Unterseite verschwinden, und wir können diesen Knopf hier benutzen, um die entsprechenden Funktionen so abzubilden, und haben dann hier einfach ein bisschen mehr Platz auf dem Display. Finde ich eine praktische Sache. Oder wenn man zweimal mit dem Gerät hackt, also so macht, dann sieht man, geht die Taschenlampe an und geht halt auch wieder aus. Oder wenn wir das Gerät zweimal drehen, kommen wir sofort in die Kamera. Auch das ist relativ schnell. Dann kann ich euch noch ganz schnell das Kamera-Interface zeigen. Hier haben wir nämlich so ein paar Modi. Zum einen haben wir einen manuellen Modus, wo wir alles einstellen können, was die Kamera so hergibt. Aber wir haben auch die Möglichkeit, hier Porträtaufnahmen zu machen. Dazu gehen wir hier einmal auf dieses Kästchen und haben dann auch die Möglichkeit, hier den Porträtmodus auszuwählen und somit bestimmte Bereiche oder Personen in den Vordergrund zu rücken und den Hintergrund verschwimmen zu lassen, und mal gucken, ob man das auch nachträglich nochmal bearbeiten kann. Das geht beispielsweise bei anderen Smartphones wie bei Huawei, und auch hier sollte das soweit möglich sein, indem ich hier wahrscheinlich draufklicke, und dann haben wir die Möglichkeit, den Porträteditor zu nutzen und haben dann auch nochmal diese selektive Schärfe bzw. selektive Schwarz-Weiß, können also wahrscheinlich einen Schwarz-Weiß-Bereich festlegen. Ganz genau, so sieht es aus.
Also eine praktische Sache. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie sich die Kamera im Alltag schlagen wird, denn Motorola war eigentlich immer ganz gut für ihre Preis-Leistung bekannt und ich denke, das könnte sich auch hier soweit fortsetzen. Macht auf den ersten Blick auf jeden Fall einen sehr ordentlichen Eindruck, das Motorola Moto G6. 249 € ist auf jeden Fall eine Ansage und wenn das Gerät sogar noch im Preis fallen sollte, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Angebot, aber alles weitere wird natürlich der Test zeigen müssen. Das ist also das Motorola Moto G6. Ich bin Ali von TBLT.de. Vielen Dank fürs Zusehen.